ganz furchtbar und wir geloben Besserung, dass wir Sie zum nächsten Termin in ein sehr viel schöneres Gebäude einladen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass Sie heute Abend da sind, auch schon lange heute Nachmittag warten mussten. Aber das Projektstudium ist nun mal doch eine große Sache. Es ist eine völlig neue Lernform in Ihrem Studium und Sie sind die Ersten, die das ausprobieren dürfen. Wir haben große Pläne für Sie vor, angefangen von Praxispartnern und einem engen Kontakt zu Einrichtungen in der Praxis, über eigene Arbeitsräume, die wir Ihnen zur Verfügung stellen wollen, bis hin zu einer ganz engen Betreuung in kleinen Gruppen, die Sie so im Studium einfach noch nicht erlebt haben. Insofern herzlich willkommen. Wir sind zu dritt, die für das Projektstudium zuständig sind. Das ist zum einen Frau Dr. Tierlack, sie ist hier heute wohl schon 4 Stunden lang erleben. Anne Pferdekester hat jetzt eben erst ihren Master Reha-Wissenschaften beendet und unterstützt uns seit einem Monat im Projektstudium. Mein Name ist Anne Walter. Ich habe ja auch den Bachelor- und Masterstudiengang studiert, bin aber schon seit 1,5 Jahren an der Fakultät angestellt und spezifisch für das Projektstudium zuständig. Wir haben heute einiges mit Ihnen vorhaben, aber das Ganze in der Stunde durchzusprechen. Zum einen wird Frau Tierlack einige Worte darüber verlieren, was es überhaupt mit diesem Projektstudium auf sich hat. Dann dachte ich, gehen wir einfach mal Punkt für Punkt durch, was Sie erwarten wird, sodass Sie schon mal einen Überblick bekommen und planen können. Wir haben eine Reihe von Unterstützungsangeboten, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten und auch schon neue Termine, die wir Ihnen zum Ende bekannt geben, was jetzt noch im Sommersemester auf Sie wartet. Was mir heute noch wichtig ist für die erste Informationsveranstaltung, dass wir Ihnen heute die grundlegende Struktur von dem Projektstudium und das, was wir damit eigentlich beabsichtigen, vorstellen wollen. Konkrete Themen, welche Projekte ab Wintersemester angeboten werden, was praktisch an dem Projektmarkt der Ende der Vorlesungszeit stattfinden wird und Ihnen alle weiter auf den Termin noch bekannt geben wird, sein wird. Davon ist erstmal nicht weitergeredet. Uns war es wichtig, dass Sie heute ein Stückchen was mehr von der Struktur des Projektstudiums erfahren. Anna hat gerade gesagt, Sie sind die Ersten, die das ausprobieren dürfen. Und gleichzeitig kamen die Mutter, wir dürfen wieder experimentieren. Nein, sondern eigentlich ist es so, dass wir mit dem Projektstudium in der Fakultät bei der Akkreditierung des Studiengangs ganz wesentlich darauf eingegangen sind, was in den hochschulpolitischen Streit, war das in 2009, 2010, also als die erste Revision und Evaluierung der Bologna-Reform mit den Veränderungen in den Hochschulen war, dass wir dort aufgegriffen haben, was von Studierendenseite ganz explizit für Studiengänge gefordert ist. Nämlich, es ist explizit gefordert worden, dass sie nicht mehr die starke Verschiebung haben wollen, dass sie stärker ein eigenständiges und selbstständiges Lernen haben möchten und dass sie auch die Möglichkeit erhalten wollen und Optionen haben wollen, eigene Themen im Studium zu finden, zu entwickeln und sich dann zu spezialisieren. Das haben wir jetzt mit dem Thema Projektstudium und Projekt im Studium aufgegriffen. Wir haben es auch deswegen aufgegriffen, weil wir immer wieder auch hin und her gerissen waren von den Erfahrungen, die wir selber als Studierende mal studiert haben und was wir oder welche Haltung, welche Erfahrungen wir in der Umänderung und Veränderung von Studiengängen erfahren haben. Wichtig war uns auch in dem Zusammenhang, dass wir mit der Idee eines Projektstudiums auch einerseits Ihnen die Möglichkeit geben wollten, viel stärker sich fachlich mit Themen auseinanderzusetzen, die Sie interessieren. Weil nach wie vor können wir Ihnen noch so tolle Lernumgebungen gestalten, wie es eigentlich gibt. Aber Lernen, das ist ein altes Zitat von Rita Holz abgefunden in einer Gesellschaft. Und Sie müssen dazu angeregt sein, sich dafür interessieren. Und daher haben wir gedacht, wir wollen, was die Themen fachliche und wissenschaftliche Kompetenzen angeht, ein Stück weit auch wieder in die Eigenverantwortung zurückgeben.
Anne Wald hat gerade gesagt, das Projektstudium wird ganz eng begleitet werden, ganz eng strukturell begleitet werden, was damit so meint ist, das wird auch so ein. Das andere ist, dass wir auch als Fakultät uns verantwortlich fühlen für unsere Absolventen dahingehend, dass wir sagen, wenn wir sie auf den Praxismarkt schicken oder in die Praxis schicken, dann wissen wir von den Arbeitgebern, was sie von jungen Menschen, die eine erste akademische Ausbildung absolviert haben, erwarten. Und das haben wir zurzeit erstmal mit akademischen Schlüsselkompetenzen. Nämlich, dass sie in der Lage sind, ein Themenfeld zu erschließen, dass sie in der Lage sind, mit anderen Kollegen und Kolleginnen zusammenzuarbeiten, dass sie in der Lage sind, sich Arbeit, ihre Aufgaben, die sie haben, oder ihre Frage, die sie haben, kleinschrittig zu strukturieren und eigenständig in der Lage sind, diese Prozesse auch zu gestalten. Das ist eine Verantwortung, das sind Kompetenzen, die wir immer wieder hören, dass Arbeitgeber von akademisch ausgebildeten Menschen eigentlich erwarten. Und wo auch die große Kritik eigentlich war bei der Reform, dass gesagt wurde, mit der Stärkung oder stärkeren Verschulung findet eigentlich die Orientierung auf akademische Schlüsselkompetenzen wenig statt. Von daher können wir eigentlich das Projekt im Studium so sehen, dass es für Sie tatsächlich ein Jahr von Freiheit bedeutet. Es gibt Menschen, die können mit diesen Freiheiten gut umgehen. Es kann aber auch, man kann es natürlich auch anders sehen, dass für einige die Freiheiten auch überbordende Freiheiten werden. Von daher gibt es dann schon wieder eine Projektgruppe, es gibt Themenbecher in diesen Projektgruppen. Es gibt Zeiten, wo wir davon ausgehen, dass sie sich regelmäßig treffen. Aber auch Themen finden und auch Themen angeboten bekommen, mit denen sie sich auseinandersetzen. Das Interessante an Sie, diese Auseinandersetzung stattfinden soll, die Vorstellung macht es an. Also, Projektstudium. Das Geniale, finde ich persönlich, das an dem Projektstudium ist, dass wir 3 Themen, sehr große Themen zur Auswahl haben. Sie müssen keinesfalls alle das Ende studieren, das wäre auch wirklich gar nicht möglich, sondern Sie bekommen 3 Themen zur Auswahl. Und diese 3 Themen untergliedern sich dann wiederum in 4 Unterthemen, Unterschwerpunkte. Und daraus können Sie sich eine Gruppe aussuchen, in der Sie gerne mitarbeiten möchten. Das werden, so viel kann ich Ihnen jetzt schon sagen, sehr unterschiedliche Themen. Eins voraussichtlich, das in Richtung Kultur geht, eins voraussichtlich, das in Richtung Medien geht und eins vermutlich zu Psychologie, Gesundheit. Da sind wir gerade noch am Basteln, die optimalen Konstellationen zu finden, aber es werden sehr unterschiedliche Themen, in denen Sie sich Ihren Interessen entsprechend zuordnen können. Diese Themen, die sogenannten Projektfächer, werden von jeweils 2 bis 3 Lehrstühlen betreut, die noch einen Praxispartner ins Boot holen. Das heißt zum Beispiel BETEL. Oder eine Einrichtung aus der Praxis, die sagt, ja, wir haben eine Schnittstelle und wir möchten gerne die Studierenden unterstützen und auch Input aus der Praxis beisteuern, die kommen dann noch mit dazu. Und noch ein Bonus im Projektstudium, Sie erhalten pro kleine Projektgruppe noch einen Tutor an die Seite gestellt. Also das sind wirklich ganz engmaschige Betreuungsmuster, mit denen Sie rechnen können. Ich ergänze jetzt nochmal das Konzept mit den Projektdächern oder mit den Projektthemen, von denen Anne sagt, das sind 3 Themen. Und diese 3 Themen sollen von einer größeren Gruppe fundamental erarbeitet bzw. bearbeitet werden. Dazu erhalten Sie, da kommen wir gleich mal drauf, 2 Verwendungsveranstaltungen. Und die einzelnen Gruppen, die sich unter diesem Thema sammeln, können entweder das Thema gleich bearbeiten oder Sie können auch sagen, nee, wir haben ganz andere Interessen und es tun sich 4 unterschiedliche oder 2 mal 2 unterschiedliche Aspekte auf bearbeitet werden sollen. Das ist etwas, was in der Projektgruppe, in dieser Untergruppe mit dem Tutor
selber noch entwickelt wird und entschieden wird. Ja? Also es kann sein, dass Sie sagen, das ist ein Thema nicht. Anne Walter sagt, es kann ein Thema mit Medien geben. Machen wir jetzt mal als Beispiel Behinderung und Technologie oder Behinderung und Medien. Ja, dann ist das Oberthema. Und darunter kann es ganz unterschiedlich sein. Das kann was sein zu assistiver Technologie, das kann was sein zu Darstellung von Menschen mit Behinderung in aktuellen Fällen und im Radio. Das können unterschiedliche Themen sein, die dann von ihm verarbeitet werden. Was ich schon mal vorweg sage, was uns wichtig ist, dass die Projektthemen und die Projektgruppen, die ungefähr eine gleiche Größe erhalten. Ja? Das ist uns wichtig, das ist deswegen auch wichtig, damit Sie eine gute Arbeitsgröße für sich als Gruppe haben und nicht in eine kritische Masse fallen, die dann arbeitsfähig ist. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns mal die einzelnen Elemente an, die im Projektstudium auf Sie zukommen werden. Ich habe jetzt einfach mal so einen Ausdruck aus dem Studienverlaufsplan genommen, den werden Sie dann in der Aufnahme noch besser sehen oder können ja auch zu Hause nachschlagen. Ihr Studium ist ja derart konzipiert, dass Sie in den ersten beiden Studienjahren sehr viel theoretischen Input bekommen, an Seminaren oder Vorlesungen teilnehmen. Das wird sich im dritten Studienjahr komplett ändern, dahingehend, dass Sie noch 2 Seminare im Modul EP3 haben, Ihre Bachelorarbeit schreiben, vielleicht noch 1, 2 Seminare erledigen müssen, die Sie nicht geschafft haben, und ansonsten wird ausschließlich das Projekt studiert. Sie werden also sehr, sehr viel Zeit haben, aber auch insgesamt 40 Leistungspunkte erarbeiten müssen. Das heißt, das Projekt erstreckt sich über 2 Module, Modul P1 und Modul P2. Wenn wir das jetzt im Einzelnen durchgehen, bedeutet das, dass Sie im 5. Semester, also in der ersten Hälfte Ihres Projektstudiums, auf jeden Fall 2 Seminare besuchen. Die stehen momentan noch nicht fest, weil sie ans Projekt gebunden sind. Also eine Einführung in ihr jeweiliges Projektthema geben werden. Ob die dann in Kontakt stattfinden, in Präsenzform, in Online-Form, in Kleingruppen, in Großgruppen, das wird Ihr Projektdach festlegen und Ihnen bekannt geben. Zusätzlich zu diesen beiden Seminaren mit theoretischem Input wird es ein zusätzliches Seminar geben, das allerdings nicht in Präsenz, sondern in Online-Form stattfinden wird. Das ist ganz neu, darauf freue ich mich besonders, weil ich dafür verantwortlich bin. Und ich mache da jetzt schon seit einem Jahr rum und packe alles rein, was mir persönlich im Studium gefehlt hat. Das wird ein E-Learning-Seminar zum Thema Projektmanagement. Also wird sich nicht auf die Inhalte Ihres Projektes beziehen, sondern ausschließlich die Rahmenbedingungen behandeln. Denn Sie werden, wie Sie eben gesehen haben, in 12er-Gruppen ein Jahr lang im Projekt arbeiten und das muss natürlich koordiniert werden. Und da gibt es im Projektmanagement bestimmte Abläufe, bestimmte Instrumente und Methoden, die Sie anwenden können, sodass das alles professionell und optimal vonstatten geht. Das wird in diesem Kurs behandelt. Den können Sie ganz flexibel erarbeiten. Also ich werde pro Monat 1 bis 2 Lerneinheiten freischalten und haben Sie jeweils 4 Wochen Zeit, sich die Inhalte zu erarbeiten, Aufgaben zu erledigen, und dann haben Sie im nächsten Monat die nächsten Lerneinheiten. Wann Sie das aber für sich erarbeiten, bleibt Ihnen überlassen. Diese Lerneinheiten umfassen Lerninhalte, die Sie selbst erarbeiten, umfassen ganz viele Vorlagen und Muster, die Sie nutzen können. Ich werde Ihnen Software zur Verfügung stellen, ich werde Ihnen Übungen einbauen, also so, dass Sie immer diese theoretischen Inhalte des Projektmanagements direkt auf Ihr Projekt anrichten können. Das Ganze wird zum 18.07. in der letzten Vorlesungswoche freigeschaltet. Dann können Sie schon mal die ersten Einführungen anschauen und dann monatlich die einzelnen Lerneinheiten aufrufen. Ja, aber das Projektstudium umfasst, wie Frau Tierak das schon angedeutet hat, eben einen enormen Anteil ans Eigenstudium. Ich persönlich finde das eine riesengroße Chance, denn Sie selbst
bestimmen, wie sie studieren und wie sie lernen. Sie müssen natürlich Selbstdisziplin aufbringen, also sie selbst Inhalte erarbeiten, auch in der Gruppe gut organisieren, denn es bringt nichts, wenn sie im stillen Kämmerlein perfekt arbeiten, aber die Inhalte nicht in ihre Gruppen transferieren. Daher treffen sie sich regelmäßig mit ihren Projektgruppen, treffen sie sich regelmäßig mit ihren Tutoren und ihrer Projektleitung. Dafür gibt es 10 Credits. Dieses P1-Modul mündet in eine, ich nenne es mal Zwischenprüfung. Das ist quasi Halbzeit Ihres Projektstudiums. Diese Prüfungen werden voraussichtlich im Januar stattfinden. Also ziemlich schnell, Sie haben 3 Monate, um sich in Ihr Projekt einzuarbeiten, 3 Monate, um Ihre Projektplanung vorzunehmen. Und dann werden Sie in diesen Zwischenprüfungen im Januar diese Planung vorstellen. Das wird eine mündliche Prüfung in Ihrer Gruppe. Sie werden, Projektvorhaben präsentieren, ein Poster erstellen, ein Handout erstellen, eine kurze Reflexion beifügen und dann können Sie direkt mit Ihrer Projektdurchführung starten. Anna hat gerade gesagt, das ist praktisch eine Prüfung in der Projektgruppe. Die heute bei mir hatten, die hatten ja schon gefragt, ob es bestimmte Sachen gibt mit Expertengruppe und Vorstellung. Genau hier wird so ein Prüfungsformat jetzt stattfinden, was nämlich diese Präsentation Ihres Projektplanes in der großen Gruppe des Projektthemas bzw. des Projektdaches stattfinden wird. Das, was Sie als kleine Projektgruppe entwickelt haben, konzipiert haben, vorhaben, stellen Sie quasi den anderen Gruppen in diesem Projektdach, die auch Experten dieses Themas sind, vor. Und wir erhoffen uns darin auch, dass eine inhaltliche, fachliche Diskussion stattfindet. Ein ganz wesentlicher Lerneffekt, den Sie mitnehmen müssen oder sollten, eben auch, um in Ihrer beruflichen Praxis künftig interdisziplinär bzw. disziplinär zu diskutieren, darlegen zu können. Ja, also da sind wir wieder bei einer dieser akademischen Schlüsselqualifikationen, die gewünscht sind. Gut, nachdem Sie Ihr Forschungsvorhaben vorgestellt haben, können Sie im Februar direkt in die Durchführung starten. Und hier wird Ihr Anteil des Eingestudiums enorm steigen. Also Sie werden überhaupt keine Seminare mehr haben, überhaupt keine Vorlesungen mehr haben, sondern Sie werden ganz selbstständig arbeiten dürfen. Sich mit Ihren Tutoren regelmäßig treffen, aber Ihre Projektgruppe eben auch nach außen präsentieren. Um nun aber nicht auf weiter Flur ganz alleine dazustehen, können Sie sich theoretische Inhalte einkaufen. Das werden Sie aber als Projektgruppe selbstständig festlegen. Also wenn Sie sagen, läuft alles perfekt, wir haben alles im Griff, ist das schön für Sie, wenn Sie immer sagen, okay, wir brauchen aber nochmal ein bisschen Unterstützung bei Forschungsmethoden. Oder bei uns kriselt es, wir bräuchten nochmal Konfliktmanagement oder wir bräuchten nochmal Beratung, um sich besser zu organisieren, können Sie diese Leistungen im 6. Semester einkaufen. Dafür steht Ihnen eine sogenannte Toolbox zur Verfügung. Das können Sie sich vorstellen wie ein Katalog, in dem Beratungsleistungen, Schulungsangebote gebucht werden können. Und zwar kann jeder Teilnehmer aus Ihrer Projektgruppe eine Leistung einkaufen und der Gruppe zur Verfügung stellen. Das heißt, Sie brauchen als Gruppe überhaupt keine Leistung zu buchen. Sie können als Gruppe 12 Leistungen. Das ist Ihnen überlassen, das entscheiden Sie ganz alleine, wie viel und was Sie brauchen. Und dann mündet das 6. Semester in die Abschlussprüfung, die umfasst 2 Elemente. Zum einen Ihren Abschlussbericht, ist, denke ich, ganz logisch. Sie stellen nochmal dar, wie Ihr Projekt abgelaufen ist, was Sie sich an Ergebnissen erarbeitet haben, wie Sie reflektieren Ihre Arbeit. Und dann wird es eine Präsentation geben, die können Sie sich vorstellen wie ein
Projektmarkt oder eine Projektmesse. Das heißt, Sie werden eine Art Messestand bekommen, auf dem Sie dann Ihre Ergebnisse ganz Ihrem Wunsch entsprechend präsentieren können. Und dann werden die Studierenden des nächsten Jahres eingeladen, die sich das dann angucken können. Es werden die Praxispartner eingeladen, so präsentieren sie ihre Inhalte. Das Ganze wird wahrscheinlich im Juli stattfinden, sodass Sie eine Möglichkeit für Ihre Bachelorarbeit haben. Okay, ich stelle Ihnen einfach nochmal gebündelt jetzt alles vor, was wir jetzt sehr umfangreich, was Frau Tierak und Anne Walter sehr umfangreich präsentiert haben, präsentiere ich Ihnen einfach nochmal kurz zusammengefasst. Mit der Überschrift, was haben Sie davon? Also die Lerninhalte und Lernziele dieses Projektstudiums beziehungsweise die Kernmerkmale des Projektstudiums sind eben dieser außerordentliche Theorie-Praxistransfer. Also Sie können wirklich das, was wir als Studierende immer kritisiert haben, wir lernen Theorie, wenn wir in die Praxis gehen, können wir das gar nicht vernetzen, verzahnen, gewährleistet eben dieses Projektstudium eben dadurch, dass Sie Theorie anwenden, erarbeiten und dann in einem Projekt forschungsbasiert oder auch eher praxisbasiert in die Praxis umsetzen. Das führt eben zu einer gezielten Praxis- und Problemorientierung. Das sind so neue hochschuldidaktische Lernformate, wodurch sie eben fachliche, methodische und soziale Kompetenzen erlernen. Fachliche Kompetenzen erklärt sich einfach daraus, dass das Projektstudium eben in Rehabilitationspädagogik und rehabilitationswissenschaftlichen Fachgebieten verortet ist. Sie erlernen aber auch sehr stark Forschungsmethoden, sie entwickeln ein eigenes Forschungsdesign, wenden rehabilitationspädagogische Handlungspraktiken an und durch diesen starken Fokus der Teamarbeit erlernen sie eben auch soziale Kompetenzen. Auch selbstverantwortliches Handeln, dadurch, dass sie eben, das was Anne vorhin schon angesprochen hat, sehr stark eigenverantwortlich arbeiten und einen hohen Anteil am Eigenstudium haben, müssen sie eben auch Verantwortung für ihr Lernen übernehmen. Die Kompetenzen, sie eignen sich Kompetenzen im Projektmanagement an. Das ist eben das, was man als Absolvent im Grunde merkt, man arbeitet vornehmlich in Projekten und das lernen Sie jetzt schon in Ihrem Studium. Sie erlernen wirklich von der Planung eines Projektes über die Durchführung und auch ganz wichtig die Evaluation, also hat es geklappt, was wir da geplant haben, lernen Sie diesen gesamten Prozess, der eben für die berufliche Praxis außerordentlich wichtig ist. Sie arbeiten interdisziplinär, also dieses Konzept mit dem Projektdächern, dass nicht nur ein Lehrgebiet für ein Projekt da verantwortlich ist, sondern eben mehrere, 2 bis 3, arbeitet man auch schon interdisziplinär innerhalb des Lehrgebietes, aber auch interdisziplinär mit den Praxispartnern. Das, was wir alle vorhin schon erwähnt haben, was ich auch erwähnt habe, das Arbeiten im Team, sehr wichtig, und eben das eigenständige wissenschaftliche Arbeiten. Und da komme ich nochmal gerne auf die Bachelorarbeit zurück. Wenn Sie das wirklich gewissenhaft eigenverantwortlich durchführen, sollte die Bachelorarbeit für Sie kein Problem sein, weil Sie eben die Soft Skills und Schlüsselkompetenzen schon bereits vorher erworben haben. Das war auch eins unserer, das haben wir schon sehr bemängelt, dass wir vor unserer Bachelorarbeit sehr wenig Fähigkeiten im wissenschaftlichen Arbeiten erworben haben und darauf zielt eben dieses Projektstudium auch ab. Genau. Das zu der fachlichen Unterstützung, aber wir bieten natürlich auch Unterstützung in unseren Personen. Da sind dann vor allem Anne Walter und ich, Anne Pferdekemper, im Projektbüro für Sie verantwortlich. Wir sind jederzeit bzw. zu unseren vorgegebenen Sprechstunden ansprechbar für Sie bei Fragen zur Koordination, zur Organisation des Projektstudiums. Gleichzeitig gibt es die Tutoren, die in regelmäßigen Treffen, wöchentlich, zweiwöchentlich, das ja auch im Gestaltungsspielraum Ihres Projektes. Sie begleiten, Sie unterstützen, Ihnen auch nochmal Methodenkompetenz vermitteln, aber auch einfach in dem Projekt begleiten und für Fragen zur Verfügung stehen. Und natürlich gleichermaßen auch die Praxispartner, die im Projektstudium zur Verfügung stehen. Ja, die erwähnte Toolbox ist natürlich auch ein Unterstützungsinstrument, die Sie einfach nochmal zusätzlich begleiten soll und auch darin unterstützen soll, Wissenslücken erstmal zu erschließen und auch diese Wissenslücken dann im Nachgang auch zuschließen. Und
das hat Anne gerade kurz angedeutet, es wird halt so sein, dass wir spezielle Arbeitsräume für das Projektstudium haben. Das heißt, Sie müssen nicht, wenn Sie sich treffen wollen, sich im Foyer oder im Sonnendeck treffen, sondern Sie können im Projektbüro einen Arbeitsraum buchen, in dem Sie sich das ist ein schönes Wort, buchen oder einkaufen, wo Sie zu einem festen Termin einfach einen Arbeitsraum zur Verfügung haben, wo Sie sich als Projektgruppe mit Ihrem Tutor, mit Ihrem Praxispartner, mit Ihrem Lernenden, der für das Projekt auch verantwortlich ist, treffen können und wo Sie gemeinsam arbeiten können. In diesem Raum stehen natürlich nicht nur Stühle, sondern auch Computer, also Laptops werden Ihnen sehr wahrscheinlich zur Verfügung stehen, Beamer, sodass Sie auch eine Präsentation da schon präsentieren können, wo Sie dann auch wiederum nicht ganz so abhängig von externen Einrichtungen sind. Und das ist eigentlich auch schon ein schönes Herzstück dieses Projektstudiums. Und Sie hatten eben nach der Informationsplattform gefragt. Diese steht ab sofort frei zugänglich für Sie auf Moodle zur Verfügung. Haben Sie schon mal mit Moodle gearbeitet? Also dann werden Sie das auch finden. Ansonsten habe ich Ihnen nochmal die Adresse aufgeschrieben, moodle2.de. Sie loggen sich ganz normal mit Ihrer TU-Kennung ein und schauen dann einfach unter den Kursen der Reha-Wissenschaften nach Projektstudium Reha-PEP 2013-14. Das ist die Info-Plattform. Die ist momentan noch nicht sonderlich gefüllt, aber das wird sich in den nächsten 2 Monaten noch ergeben. Also wir werden immer wieder Inhalte reinstellen, sie auf dem Laufenden halten und vor allem auch ein Projekthandbuch, so nennen wir das, einstellen, wo Sie alle Informationen zum Projektstudium erhalten werden. Wir werden dort auch die Projektdächer verorten, sodass Sie sich im Laufe des Sommersemesters informieren können, was wir Ihnen zur Verfügung stellen und sich dann entscheiden können. Dahingehend gibt es jetzt einen ganz wichtigen Termin für Sie. Das ist der Projektmarkt. Also Sie können sich auf der Info-Plattform schon mal vorinformieren, was wir an Projekten anbieten. Auf dem Projektmarkt werden diese Personen dann aber auch in Natura da sein und ihre Projekte vorstellen. Das heißt, Sie können die nochmal ausquetschen nach einem Fragen und sich dann in diesem Moment für ein Projekt entscheiden. Das heißt, an dem Projektmarkt, auf dem Projektmarkt wird die Zuordnung zu den Projekten stattfinden. Termin ist der 18. Juni. Das ist der Donnerstag in der letzten Vorlesungswoche. Ich habe diesen Termin für Sie komplett geblockt. Das heißt, an diesem Tag werden Sie keine Veranstaltung haben und werden Sie auch definitiv keine Klausuren schreiben, sondern der Tag ist ausschließlich für das Projektmarkt reserviert. Wir werden Ihnen nochmal bekannt geben, wann genau es losgehen wird. Aber wir wollen uns einfach genügend Zeit lassen. Wir haben auch für den Tag das komplette EBZ gebucht. Das ist das Internationale Begegnungszentrum, dieses rote neue Gebäude neben dem Prüfungszentrum in die Friedrichstraße 61. Also dort können wir uns den ganzen Tag austoben, Sie können sich über die Projekte informieren, Sie können sich in Projekte zuordnen. Wie ist das, wenn ganz viele dasselbe Projekt machen? Kann das sein, dass man dann irgendwo zugeteilt wird? Also wenn Sie natürlich Ihren Wunsch äußern dürfen und vielleicht ergibt sich ja schon, dass es ganz ausgeglichen verteilen. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir eine zweite und eine dritte und eine vierte Runde stattfinden lassen, bis sich alles verteilt haben. Ja. Jetzt vielleicht, was ist, wenn man den Tag dazu kann, weil ich werde nächste Woche operiert, danach noch 6 bis 8 Wochen gibt, ist danach nur laufen. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal hier bleibe. Ja, am besten melden Sie sich nochmal bei mir und wir müssen so eine Art Stellvertretung für Sie organisieren. Mit denen Sie dann Ihren Wunsch absprechen, mit denen Sie alles klären, was Sie gerne studieren möchten, und dann müssen wir das Stellvertretung für Sie konstruieren. Dieses nicht dabei sein können an dem 18. 18.7. Sage ich jetzt schon mal vorab, kann nur nicht dabei sein können aus sehr wichtigen Gründen.
das hat sich so gesagt, dass wir am 18.07. da sind, zu sagen, ich muss an dem Tag arbeiten. Ja? Der wird jetzt mal nicht so gut angenommen, man kann langfristig planen und auch Urlaub nehmen an diesem Tag, weil das wirklich ein entscheidender Tag im Laufe ihres Studiums ist. Deswegen haben wir gesehen, wenn wir jetzt schon bekannt gehen, deswegen haben wir den Termin auch nicht komplett geblockt. Also wir müssen keine Angst haben, dass da ein anderer Lehrer dazwischen kommt. Ja, noch eine Frage? Was heißt einkaufen? Einkaufen bedeutet in diesem Zusammenhang die Toolbox, jedes Schulmitglied hat ein Credit. Und wir wissen aus Erfahrung, dass es dann häufig so Selbstläufer gibt und solche emotionalen oder gefühlten Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten. Und auf einmal ist es so, dass es auch nach einem Jahr oder nach einem Monat heißt, wir müssen doch das und das machen von den Studierenden. Deswegen sprechen wir von Einkaufen. Deswegen sprechen wir davon, dass jeder einen Credit zur Verfügung hat, der in Absprache mit der Gruppe verantwortungsbewusst eingegeben werden muss in den weiteren Kompetenz- oder Bedarfsgehalt des Studiums. Also dieses Einkaufen ist quasi Ihr persönliches Budget, Ihr persönlicher Credit, den Sie haben, den Sie nutzen dürfen. Es soll nicht mehr einfach entstehen, dass die gesamte Gruppe immer alles machen muss, sondern dieser Punkt ist im Abgleich mit der Gruppe, mit den Prozessen der Gruppe sehr sorgfältig einzusetzen. Deswegen sprechen wir von Einkaufen. Aber es entsteht dadurch kein Nachteil nachher, dass dann gesagt wird, Sie haben aber 6 Sachen. Nein, genau das ist genau der Punkt. Sie werden in Ihrem Projektbericht genau darlegen, was Sie gemacht haben, was Sie getan haben. Dieser eine Punkt, je nachdem wie er genutzt wird, darf nicht für Sie zum Nachteil werden. Nein. Ergebnispräsentation und Berichtung, das ist dann alles pro Gruppe eine Sache. Wie entsteht daraus dann die ganzen Einzelnen? Die einzelnen Noten in den Präsentationen, in den Prüfungen ergeben sich aus so Reflexionen. Sie werden als Gruppe zur Präsentation erarbeiten, aber es wäre natürlich irrsinnig zu sagen, alle 12 Leute müssen einen Satz sagen. Sie können sich durchaus aufteilen, der eine gestaltet das Poster, der andere stellt vor. Und dann wird jeder Teilnehmer von Ihnen eine Reflexion einreichen. Das werden wir noch genau beschreiben, das wird sich an Ihrer Rolle definieren. Also Sie werden in der Projektgruppe eine gewisse Rolle annehmen. Also der eine ist Projektsprecher, der andere ist administrative Dinge, der andere ist besser in Gestaltung. Und vor diesem Hintergrund, vor dieser Rolle werden Sie definiert, reflektieren und das in die zweite Seite anzeichnen. Weitere Fragen? Ansonsten noch eine Anmerkung meinerseits, die habe ich jetzt vergessen. Wir sind sehr bemüht, sowohl den E-Learning-Kurs als auch das Projektstudium barrierefrei zu gestalten und auch verschiedene Lerntypen zu berücksichtigen. Nichtsdestotrotz bauen wir das Projektstudium gerade erst auf und wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie alle Verbesserungsvorschläge, Anregungen, Wünsche, Bedarfe an uns weiterleiten. Also wirklich, ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie mir sagen, was ich verbessern lässt, dann können wir Ihren Bedarfen gerecht werden. Ja, ich habe wirklich großes Interesse daran, die Rahmenbedingungen so optimal wie möglich für Sie zu gestalten. Also keine Hemmung. Sie können sowohl an Pferdekämpfer als auch mir jederzeit schreiben. Sie können bei uns vorbeikommen. Und andersrum werden wir, wenn wir den alle E-Mail-Adressen zusammen haben, wiederum Umwege verschicken und Sie über alle Neuigkeiten informieren. Gut, dann wünsche ich